Hi Leute und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben jetzt das Jahr 2018 und heute habe ich mir gedacht, dass ich endlich mal wieder mit dem Porsche fahre, weil ich habe jetzt die Winterreifen drauf und kann jetzt auch bei schlechtem Wetter fahren. Juhu! Ich denke, es wird endlich mal wieder Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Auto drin saß. Das ist ein Motorshow. Ja, okay, aber da bin ich auch nicht so viel gefahren und schnell fahren konnte ich auch nicht. Deswegen dachte ich mir, ich mache das heute mal. Wetter ist zwar bescheiden, Hauptsache man kann auch mal wieder ein bisschen das Fahren genießen, oder? So, gehen wir mal unter die Garage. So, das sind jetzt die neuen Winterräder. Das sind die Felgen vom Porsche Turbo S. Und laut Porsche die einzigen Felgen, die zulässig sind für den GT3. Deswegen nicht wundern, die sehen ein bisschen komisch aus, weil die halt hinten eine, ich sag mal, sehr schmale Einpresstiefe haben. Deswegen stehen hier so sehr rein. Sieht zwar nicht unbedingt so schön aus, aber die erfüllen ihren Zweck. Die sollen ja nur für den Winter jetzt sein und wenn ich dann auch mal ein bisschen so im Schnee, wenn wir mal wieder Schnee haben, ein bisschen Action habe. Ich finde die Felgen richtig schön. Die könnten zwar hinten noch ein bisschen weiter ausstehen, aber wie gesagt, sonst stört mich das nicht. Vorher waren ja die hier drauf, ja, die ganz schwarzen. Und nur mal so zum Vergleich, für die Leute, die es mal interessiert, so sehen Semi-Slicks aus. Nur mal zum Vergleich. Die sind noch in Ordnung, nicht dass ihr jetzt sagt, oh mein Gott, wie fährt die denn rum? Also so sehen die auch aus. Die haben so gut wie kein Profil. Ne? Wenn man auch mal hier guckt, mein Fingernagel nur mal so daneben. Hier ist auch so ein Steg da. Ja. Da sieht man, bis dahin dürfen die runter. Genau. Also die sind halt echt fast blank, die Räder. Aber die sind sehr weich, die haben einen unglaublich guten Grip. So. Ja, und jetzt nur mal zum Vergleich. Kann man es am besten sehen, am besten hier. Also man sieht hier wirklich, wie viel Profil hier drauf ist. Naja, wenn man das erkennen kann. Wenn ich da mal meinen Finger neben halte. Hier. Also das sind wirklich richtige Winterräder. Und die erlauben mir jetzt auch mal wieder ein bisschen schneller zu fahren. Das mache ich jetzt auch. Immer wieder in dieses Auto reinsetzen und das ist für mich immer wieder so ein Glücksgefühl, wenn ich hier drin sitze, egal wie oft ich damit schon und wie lange ich schon in meinem Leben damit gefahren bin. Es ist einfach echt ein schönes Auto und es wird auch immer ein schönes Auto bleiben für mich. Es macht einfach so Spaß, diesen Wagen zu fahren und da steckt irgendwie so viel Emotion hinter bei diesem Auto. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so wie ich schon lange nicht mehr damit gefahren ist, jetzt über den Winter, dann macht es umso mehr wieder Spaß, wenn man dann wieder drin sitzt. Ich habe jetzt Ewigkeiten auf gutes Wetter gewartet, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da kann ich noch ein paar Monate warten, bis wieder gutes Wetter kommt. Und deswegen muss ich heute mal im Regen fahren, aber es ist eh nicht so schlimm. Das Auto ist ja da, um es zu fahren. Das kann auch ruhig mal wieder dreckig werden. Das wurde zwar letztens erst so schön sauber gemacht von dem Olli. Diese Versiegelung, die da jetzt drauf ist, die sorgt dafür, dass auch Wasser und Dreck sehr schnell wieder abperlen. Ich fahre das Auto jetzt zum Porsche-Zentrum, weil die konnten jetzt beim Wechseln der Räder die Spur nicht richtig einstellen. Und weil das vorher in einem anderen Porsche-Zentrum gemacht wurde, fahren wir jetzt halt dahin, zum Porsche-Zentrum Recklinghausen. Ja, und auf jeden Fall fahre ich jetzt dahin, stelle das Auto da ab und mein Freund, der fährt gerade hinter mir mit dem GTI her und nimmt mich gleich wieder mit, weil ich muss ja auch nach Hause kommen. Gänsehaut. Ich muss mich jetzt erstmal so an die neuen Reifen gewöhnen. Das fährt sich schon etwas anders. Bei Regen wesentlich sicherer, das habe ich jetzt schon festgestellt. Weil der GT3 wird immer recht schnell warm, muss ich sagen. Also wenn ich mit dem GTI fahre, dauert das total lange. Bis der mal warm ist, bin ich meistens schon am Ziel. Aber der GT3, der ist jetzt schon auf 80 Grad, würde ich gerade mal behaupten. Ich glaube, die meisten von euch
kennen das Auto ja schon, aber für die, die es noch interessiert, kann ich ja mal kurz noch ein paar Daten so zwischendurch sagen. Das Auto hat 475 PS, hat einen 3,8 Liter Boxermotor und der schießt von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Das sind die Angaben von Porsche. Und beim GT3 ist das so, der ist, ich sag mal, bis 4000 Umdrehungen recht ruhig. Ich habe jetzt aber auch die Klappen zu, merke ich gerade. Und ab 4000 Umdrehungen fängt er dann so richtig an, ja, so zu brüllen. Also hier stehen immer so unglaublich viele Porsche rum. GT3s kommen momentan unglaublich viele wieder zurück zu den Porsche-Zentren, weil die Leasing-Laufzeit von den meisten jetzt ausgelaufen ist. Die Autos sind ja jetzt alle ca. 3 Jahre alt. Deswegen sieht man jetzt auch so viele GT3s gebraucht rumstehen. Vorne steht auch noch ein weißer. Halleluja, wir haben es geschafft. Schön, 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 schön. Dir das an mit Handschaltung. So, nach dem Motto Handschaltung? So. Was zur Hölle ist denn eine Handschaltung? So von 1800, irgendwas. Ja. Ich gehe halt mal gern durchs Porsche-Zentrum, weil man kann immer so gucken, was es halt so Neues gibt. Also was heißt was Neues, aber so gibt halt so. Ja, und was Neues steht ja hier nicht so. Also, keine direkt Neuheiten. Golfblau finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Ich finde das Grün aber Du cool. meinst ja gerade, das sieht zu babyhaft aus. Ja. Das Grün da hinten ist so eine Geschmackssache, ne? Also ich glaube, wenn man muss schon speziell in diese Farbe verliebt sein. Das wird, glaube ich, sau schwierig. Ja, bin ich. Einfach für diese Farbe zu finden. Fährst du mit dem nach Hause? Das wäre auf jeden Fall mal ein adäquater Leihwagen gewesen. Das ist ja eine Farbe, die ich persönlich sehr gut finde. Okay, Silber Metallic. Aber der hat diese Felgenlinie drauf. Ihr wartet auf mich, ne? Ja. Was wollt ihr denn trinken? Ach, ich hatte gerade schon was. Ich würde einen Espresso nehmen und eine Cola. Ja? Ja. Und vielleicht ein stilles Wasser. Stilles Wasser? Wir haben hier eine gute Kaffeemaschine. Ja. Nur zum Kaffee trinken, ja. Der für Reifen gebraucht. Der hat ja noch weniger Profil als wir. Ja, das sind ja richtige Slicks. Ja, ja. Die sind aber auch schon gefahren hier. Guck mal, die fahren alle 18 Zoll. Ey, ist das Öl hier dran? Sieht aus wie Öl. Ja, das sieht mir verbrannt aus. Ja, Rennfahrzeuge haben ja grundsätzlich kleinere Felgen drauf. Ey, aber guck mal, die in matt sehen auch nicht schlecht aus. Ja, aber die werden schnell dreckig. Die kriegt man kaum wieder richtig sauber. Ja. Also neu sehen die natürlich super aus, aber fahr damit mal ein bisschen. Aber was hat der denn? Ist das eine Sicherung oder was ist das hier für ein... Warum ist der hier Das ist die so... Keramikbremse, die ist so befestigt. Ach so. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es Keramik ist, sondern wegen der Größe, glaube ich. So, ich sitze jetzt im Auto mit einem Eis. Keine Garnelen, es gab Eis. Aber ist auch okay. Kann man auch frittieren. Eis müsste man echt noch frittieren können, das wäre das Beste. Gibt Ja. es. Gibt es? Es gibt frittiertes Eis. oder so, da frittieren die alles. Oh mein Gott, Snickers und so. ich muss nach Schottland. Ich meine, in Schottland machen die das. Ich brauche frittiertes Eis. Okay, Leute, ja, war jetzt nichts Spannendes heute. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich dachte mir so, auf die erste Fahrt des Jahres mit dem GT3 musste ich euch mal mitnehmen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag auch Tschüss. Tschüss.